Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir wieder gemeinsam Schritt für Schritt, und zwar diesmal diesen süßen Anhänger. Das Gesicht malen wir auch selber, das zeige ich euch nachher im Schnelldurchlauf. Das ist eine 25 mm Holzperle und das Mützchen machen wir gemeinsam und den Körper so gesehen, das ist an einem Stück gehäkelt. Das zeige ich euch natürlich Runde für Runde. Ihr könnt mithäkeln. Alles, was sich wiederholt, spule ich schneller. Dann machen wir die Schlaufe und das geht wirklich einfach. Ihr könnt direkt mithäkeln. Wir fangen jetzt direkt an. Wir machen zuerst die Mütze und dann den Körper und das Gesicht, wie ich das aufmale, das zeige ich euch im Schnelldurchlauf. Dann die Schlaufe und wir setzen dann alles einmal zusammen. So sieht das aus. Vorher hatte ich eine andere Version gemacht, die war so etwas kleiner. Jetzt zeige ich euch aber in dem Video, wie wir den hier häkeln. Und ihr könnt euch natürlich eure Farben selber aussuchen. Ich häkel wie immer wieder mit Acrylwolle. Das ist die Wolle, mit der ich immer häkel. So sieht die aus. Und dann fangen wir jetzt direkt an. Wir fangen als erstes mit Weiß an für die Mütze und ich häkel mit einer 3 mm Häkelnadel. Als erstes machen wir einen magischen Ring. Dafür nehmen wir uns die Wolle, legen es zweimal um die zwei Finger, gehen hier vorne mit der Häkelnadel rein, holen den hinteren Faden raus, dann holen wir den Faden und ziehen durch die Schlaufe durch. Das halte ich mir hier einmal fest. Und jetzt machen wir in diesen magischen Ring 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Dann ziehen wir am kurzen Stück hier einmal zusammen. Dann werde ich den Anfangsfaden etwas kürzer schneiden und mache mir einen Maschenmarkierer hier ran. Jetzt in der nächsten Runde machen wir in die nächste Masche nur eine feste Masche und jede zweite verdoppeln wir. Also kommen in die zweite 2 feste Maschen in ein und dieselbe Masche. Dann in die nächste wieder nur eine feste Masche und in die danach wieder 2. Und das machen wir die ganze Runde so. Eine feste Masche und die nächste immer 2 feste Maschen. Am Ende der zweiten Runde angekommen, Maschenmarkierer darf nach oben. Und auch in Runde 3 machen wir genau dasselbe. In die nächste Masche kommt nur eine feste Masche. Und in die zweite immer 2 feste Maschen. Wir verdoppeln auch in dieser dritten Runde jede zweite Masche. Das auch bis zum Ende der Reihe. Am Ende der dritten Reihe angekommen, Maschenmarkierer wieder nach oben. Und jetzt machen wir in Runde 4 nur feste Maschen. Also eine feste Masche in jede Masche. Hier machen wir keine Zunahmen. Und das bis zum Ende der Reihe.
am Ende der 4. Runde angekommen. Wir machen jetzt unsere letzte Runde gemeinsam. Dann machen wir noch den schönen Rand und dann ist die Mütze gleich fertig. Und in Runde 5 angekommen, machen wir jetzt Abnahmen, damit das auch die Form der Mütze ergibt. Also wir gehen in die nächste Masche, machen nur eine feste Masche. Und dann werden wir jede zweite und jede dritte abnehmen. Dafür geht ihr bei der zweiten Masche von unten durch eine Schlaufe und bei der dritten Masche von unten durch eine Schlaufe. Wir holen den Faden da durch und machen dann die feste Masche. Somit haben wir die Abnahme. Dann gehen wir in die nächste, machen nur eine feste Masche und dann wieder von der zweiten und von der dritten so gesehen wieder die Abnahme. In die nächste wieder nur eine feste Masche und von der danach, von den beiden, wieder die Abnahme. Das machen wir auch bis zum Ende der Reihe. So, wir sind auch am Ende dieser Runde angekommen. So sieht es bis jetzt aus und gleich kommen hier so gesehen diese Rüschchen dran. Dafür machen wir jetzt eine Luftmaschenkette. Also wir machen jetzt 4 Luftmaschen, 1, 2, 3 und 4. Dann überspringen wir die nächste Masche, gehen in die übernächste rein, holen den Faden und machen eine Kettmasche. Dann wieder 1, 2, 3, 4. Wir überspringen die nächste Masche, gehen in die übernächste rein, holen den Faden raus und machen eine Kettmasche. 1, 2, 3, 4. Nächste überspringen, in die übernächste rein, Faden holen, mit einer Kettmasche verbinden und so entsteht dieses Muster und das machen wir bis zum Ende der Reihe so. 4 Luftmaschen, eine überspringen, in die übernächste rein, Faden holen, mit einer Kettmasche verbinden. So, wir nähern uns hier dem Ende der Runde. Hier ist noch eine Masche übrig, aber ich glaube, ich lasse das so, sonst wird das zu viel. Dann mache ich hier vielleicht noch eine Kettmasche in die letzte, genau. Wir schneiden den Faden ab. Ich lasse es ein bisschen länger, damit ich das nachher vernähen kann. Und so ist das Mützchen jetzt. Das kommt dann auf die Holzperle nachher drauf. So, das passt auch perfekt auf die 25 mm Perle. Nachher ziehen wir dann hier in der Mitte die Schlaufe durch und unten kommt dann der Körper nachher ran. Wir machen jetzt weiter mit dem Körper. Wir fangen hier mit Gelb jetzt an und wechseln nachher auch die Farbe. Das geht auch ganz einfach, das zeige ich euch dann. Wir fangen zuerst mit einem magischen Ring an. Dafür legen wir uns die Wolle wieder zweimal um die 2 Finger. Gehen hier vorne durch, holen den Faden. Und ziehen durch die Schlaufe durch. Jetzt machen wir 6 feste Maschen in unseren magischen Ring. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir ziehen es schön fest
Und ich mache mir hier den Maschenmarkierer wieder ran. Jetzt häkeln wir weiter. Den Faden schneide ich mir auch wieder kürzer. Wir gehen in die nächste Masche rein und machen dort 2 feste Maschen rein. Also wir verdoppeln jetzt die nächste Runde von 6 auf 12. Dann in die nächste kommt die dritte und die vierte Masche. In die nächste 5 und 6. In die nächste 7 und 8. In die nächste die 9. und die 10. Und in die letzte 11 und 12. Maschenmarkierer darf nach oben. Und jetzt sind wir schon in Runde 3. Hier werden wir jetzt jede zweite Masche verdoppeln. In die nächste nur eine und immer in die danach kommen 2 feste Maschen in ein und dieselbe Masche. In die nächste wieder nur eine. In die danach wieder 2. Dann wieder eine. Nochmal 2. Wieder eine. Und 2. Eine. Und 2. Nochmal eine. Und in die letzte wieder 2. Die nächsten Runden spule ich dann immer ein bisschen schneller. Das war jetzt hier noch so klein. Dann Maschenmarkierer wieder nach oben. Und wir sind in Runde 4 angekommen. Hier werden wir jede dritte Masche verdoppeln. Also in die nächsten beiden nur einzelne feste Maschen. Und dann immer in die dritte 2 feste Maschen. Und das einmal bis zum Ende der Runde. Am Ende der Runde angekommen. Maschenmarkierer wieder nach oben. Und jetzt werden wir in Runde 5 jede vierte Masche verdoppeln. Also in die nächste 1, in die zweite Masche auch nur eine, in die dritte Masche auch eine und dann immer in die vierte kommen 2 feste Maschen und das machen wir auch bis zum Ende dieser Runde. Am Ende der 5. Reihe angekommen, Maschenmarkierer wieder nach oben. Und jetzt fangen wir an in Runde 6 und hier werden wir jede 5. nochmal verdoppeln. Das heißt in die nächsten 4 wieder nur einzelne feste Maschen und immer in die 5.
kommen 2 feste Maschen. Und hier habe ich schon die 5. und hier kommt 2. Dann wieder 4 einzelne feste Maschen und in die 5. wieder 2 und das auch bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Runde angekommen, Maschenmarkierer wieder nach oben. Jetzt werden wir in Runde 7 nur feste Maschen häkeln, also keine Zunahmen, keine Abnahmen, einfach nur eine feste Masche in jede Masche und das einmal diese ganze Runde entlang. Die festen Maschen haben wir gemacht. Jetzt sind wir in Runde 8 und hier machen wir erstmal in dieser Runde zwischendurch einmal Abnahmen. Hier machen wir in die nächsten beiden nur einzelne feste Maschen. 1 und 2. Und dann werden wir jede 3. und 4. gemeinsam abnehmen. Auch hier von unten durch eine Schlaufe Faden rausholen und dann die feste Masche. Dann wieder 2 einzelne feste Maschen. Dann wieder von der 3. und von der 4. durch eine Schlaufe durch, den Faden rausholen und dann die feste Masche. Das machen wir auch die ganze Runde. 2 einzelne feste Maschen und die 3. und die 4. gemeinsam abnehmen. Die Abnahmen sind fertig, jetzt sind wir in Runde 9 und wir werden in Runde 9 und 10 nur feste Maschen machen. Also nur eine feste Masche in jede Masche. Am Ende jeder Reihe packe ich den Maschenmarkierer nach oben. Und dann werden wir in Runde 11 schon die Farbe wechseln und machen dann weiter. Die Hälfte haben wir dann gleich schon geschafft. Wir sind in Runde 11 jetzt angelangt, also der obere Teil hier vom Körper ist jetzt fertig. Jetzt machen wir mit Weiß weiter. Dafür legen wir uns die Wolle einmal auf die Häkelnadel. Dann drehe ich das einmal. Wir halten es fest und wir ziehen durch die gelbe Schlaufe einmal durch. Dann ziehen wir die gelbe Schlaufe auch einmal fest. Und die kommen jetzt nach hinten. Jetzt haben wir Weiß auf der Häkelnadel und wir häkeln ganz normal weiter und in Runde 11 häkeln wir jetzt einfach nur feste Maschen. Ein bisschen fester ziehen und die ganze Runde lang nur feste Maschen häkeln. Eine Masche in jede Masche. Und das machen wir auch in Runde 12 so. Wir machen jetzt einmal die Runde zu Ende, dann zeige ich euch hier das Ende nachher. Und Runde 12 machen wir auch nur feste Maschen. Dann haben wir mehr als die Hälfte geschafft. Dann werden wir jetzt immer breiter und größer, so dass wir das nachher auch am Ende umklappen können.
und unsere schöne Figur entsteht. Wir nähern uns hier dem Ende dieser Runde. Den Maschenmarkierer mache ich einmal ab. Dann mache ich hier noch eine. Und auch am Anfang mache ich noch mal eine feste Masche, dass der Übergang ein bisschen schöner wird. Hier kommt wieder mein Maschenmarkierer jetzt rein. Den gelben Faden kann ich jetzt einmal abschneiden. Den können wir dann mit dem weißen Faden auch verknoten. Das bleibt nachher auch hier drinne. So. Und in Runde 12 machen wir ganz normal feste Maschen die ganze Runde entlang. Jetzt in Runde 13 werden wir jede vierte Masche verdoppeln. Also in die nächsten 3 jeweils eine feste Masche. Und dann in die vierte kommen 2 feste Maschen wieder in ein und dieselbe Masche. Dann wieder 3 einzelne feste Maschen. Und in die vierte 2 feste Maschen und das auch bis zum Ende dieser Runde. Am Ende der Runde habe ich noch eine Masche übrig, da mache ich ganz normal eine feste Masche. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Maschenmarkierer darf wieder nach oben. Und jetzt sind wir in Runde 14. Hier machen wir auch nur feste Maschen, die ganze Runde entlang. Einfach nur eine feste Masche in jede Masche bis zum Ende dieser Runde und machen dann wieder weiter. In Runde 15 werden wir nochmal jede vierte Masche verdoppeln. Wie gewohnt in die nächsten 3 einzelne feste Maschen. 1, 2 und 3. Und in die vierte Masche kommen dann 2 feste Maschen rein. Das machen wir die ganze Runde bis zum Maschenmarkierer. Immer in die vierte 2 feste Maschen, also 3 einzelne, in die vierte 2, 3 einzelne, in die vierte 2 bis zum Ende dieser Runde. Und dann werden wir in Runde 16 und 17 nochmal nur feste Maschen häkeln und machen dann in Runde 18 gemeinsam weiter. Wir sind in Runde 18 angekommen und hier werden wir jede dritte Masche verdoppeln. Das heißt in die nächsten beiden jeweils nur eine feste Masche. Und in die dritte kommen dann 2 feste Maschen.
Und das machen wir die ganze Runde so. Also dann wieder 2 einzelne feste Maschen. Und dann wieder in die dritte kommen 2 feste Maschen. Das ist jetzt die ganze 18. Runde so, bis wir wieder beim Maschenmarkierer angekommen sind. Und dann machen wir in Runde 19, 20 und 21 jeweils nur feste Maschen, ohne Zunahmen, ohne Abnahmen und sind dann gleich fertig. Dann machen wir nur noch hier den Rand, dass der so ein bisschen schöner ist, wie auch bei der Mütze hier. Und das spule ich dann jetzt einmal schneller. Die 3 Runden mit den festen Maschen habe ich jetzt gehäkelt. Jetzt machen wir die Abschlussrunde. Dafür machen wir das wie auch bei der Mütze mit diesen kleinen Rüschenrändern. Dafür machen wir 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Überspringen dann wieder die nächste Masche, gehen in die übernächste rein, holen den Faden raus und verbinden mit einer Kettmasche. Dafür drehe ich mir das immer hier ein bisschen so, dann geht das einfacher. Dann wieder 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Wir überspringen die nächste, gehen in die übernächste rein, holen den Faden raus und verbinden mit einer Kettmasche. Und das machen wir auch die ganze Runde. Dann entsteht dieses Muster. Dann machen wir gleich weiter. Wir machen hier auch ein bisschen Füllwatte rein. Wir machen das hier gleich ein bisschen fester zusammen. Das werden wir nachher umklappen. Und hiernach werde ich erstmal das Gesicht im Schnelldurchlauf auf meine Holzperle malen. Dann häkeln wir noch eine Schlaufe. Und dann heißt es gleich alles einmal noch zusammensetzen. Und dann ist es schon fertig. Das spule ich jetzt auch noch mal im Schnelldurchlauf den Rest. Bis zum Maschenmarkierer 4 Luftmaschen, eine Masche überspringen, in die übernächste rein, Faden rausholen und mit einer Kettmasche verbinden. So, jetzt sind wir auch fertig mit der letzten Runde. Wir haben alles gehäkelt. Hier schneide ich meinen Faden einmal ab und werde das dann da drinnen vernähen. Als erstes machen wir jetzt noch schnell die Schlaufe. Bei diesem habe ich jetzt 90 Luftmaschen gehäkelt für die Schlaufe. Wenn euch das zu lang ist, könnt ihr natürlich 60, 70, 80, je nachdem wie ihr möchtet. Ich mache jetzt auch erstmal so 70 Luftmaschen. Dafür lege ich mir die Wolle auf die Häkelnadel, drehe es einmal, ziehe einmal durch und jetzt einfach eine Luftmaschenkette mit der Anzahl, was ihr möchtet. Ich mache jetzt einmal 70.
Das ist jetzt meine Luftmaschenkette mit 70 Luftmaschen. Auch hier schneide ich den Faden ab, ziehe es einmal raus. So. Und dann werde ich mir von der gelben Wolle auch ein Stück Faden abschneiden schon mal. Ja, ungefähr so. Das kommt auf die Vernähnadel. Und hier mache ich jetzt erstmal mehrere Knoten. Das verschwindet gleich im Inneren, aber so, dass es auch nicht rausgeht. Das habe ich dann auch schon mal vorbereitet und dann male ich jetzt gleich einmal das Gesicht auf und dann setzen wir alles einmal zusammen. Das Gesicht habe ich jetzt aufgemalt, so sieht es aus. Ihr habt es im Schnelldurchlauf einmal gesehen. Jetzt fangen wir an, alles einmal zusammenzusetzen. Wir fangen hier einmal an. Als erstes machen wir die Schlaufe dran. Dafür nehme ich mir erstmal die eine Seite der Schlaufe. Das kommt auf eine Vernähnadel. Dann gehen wir hier oben auf also von der Mitte einmal links und einmal rechts gleich durch. Und wir ziehen das nach unten hin einmal raus. Dann die andere Seite. Und das kommt auf der anderen Seite einmal raus. Jetzt werde ich hier unten einmal alle Fäden verknoten und vernähen. Auch den hier an der Seite werde ich hier nach innen einmal vernähen. Das wird zwar nachher umgeklappt, dann ist so gesehen die Innenseite hier. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Nur, dass ihr da einmal Bescheid wisst. So. So, die sind alle verknotet und vernäht. Die Fäden können hier drinnen bleiben. Die Schlaufe ist schon dran. Dann machen wir hier jetzt schon mal ein bisschen Füllwatte rein, so dass das auch hier oben schön prall und rund ist. Dann nehmen wir uns die Nadel, wo wir die Knoten gemacht haben, und wir gehen von unten ungefähr hier raus, also bei dem Farbwechsel. Ich mache das mal da, wo der Anfang ist. So. Der Knoten bleibt dann drinne. Und dann gehen wir hier jetzt einmal zum Beispiel 2 Maschen weiter hier rein und 2 Maschen weiter wieder raus. Das machen wir die ganze Runde, damit wir das auch am Ende dann zusammenziehen können. Also das geht hier ganz schnell jetzt. Die Füllwatte ist natürlich noch nicht da gesichert, deswegen drückt die auch noch ein bisschen raus, aber wir ziehen das gleich fest und dann bleibt die auch drinne und Überschuss könnt ihr dann rausnehmen. So, wir sind hier auch schon
angekommen. Und jetzt können wir das nämlich einfach nur zusammenziehen. Und die Füllwatte stopfe ich dann rein. Da ist ein bisschen zu viel. So, ein bisschen offen bleibt das unten. Da könnt ihr noch mit der Füllwatte denn arbeiten und alles zurechtschieben. Wenn ihr euch das festgezogen habt und euch das so reicht, dann können wir das einmal hier vernähen, so dass die Wolle sich nicht mehr bewegen kann, also nicht mehr aufgehen kann. So, und dann ist das auch schon fest. Das mache ich einmal nach innen und vernähe das einmal hier auf der Innenseite. Und ein Knoten. Dann schneide ich den Faden einmal ab. So sieht es bis jetzt aus. Die Seiten können wir einmal nach oben klappen. Dann sieht das wie so ein Ei aus. Jetzt nehmen wir uns die Mütze. Die Fäden könnt ihr natürlich auch schon vernähen. Ich nehme mir das Köpfchen, mache die Mütze hier drauf, aber ich setze sie nicht ganz ordentlich auf, sondern so, dass sie nach hinten ist, also dass das Gesicht hier aufbleibt. Dann nehme ich die Häkelnadel und gehe nicht in der Mütze Mitte durch, sondern da, wo jetzt das Loch ist von der Kugel. Das ist denn hier. Dann nehmen wir die Schlaufe und ziehen das hier einmal durch. So. Einmal links, einmal rechts schön ordentlich hochziehen. Und so sieht es jetzt fertig aus. Ich habe euch jetzt die Anleitung für diesen hier gegeben, den wir zusammen gehäkelt haben. Bei dem hatte ich noch ein paar weniger Maschen. Es ist wirklich so ein süßer Anhänger. Ihr könnt natürlich hier oben auch weiter hochklappen und euch das so drapieren, wie ihr das möchtet. So sieht es denn aus. Ich bin gespannt auf eure Werke und was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Teilt das Video gerne und abonniert meinen Kanal. Kommentiert auch gerne etwas und viel Spaß beim Mithäkeln. Bis dahin.